Hallo Freunde der Werkstatt, ich nutze seit über 15 Jahren eine Brauchwasserwärmepumpe und ich kann euch sagen, das ist wirklich eines der geilsten Geräte, die ihr kaufen könnt, wenn ihr Geld sparen wollt. Das Ding braucht so wenig Strom, dass du es sogar mit einem Balkonkraftwerk betreiben kannst. Außerdem nutze ich dieses Gerät auch als Klimaanlage und als riesigen Luftentfeuchter. Aber du musst sie am richtigen Ort aufstellen und ein paar wichtige Punkte beachten. In diesem Video zeige ich dir alles, was ich in 15 Jahren gelernt habe. Wo du sie auf keinen Fall installieren darfst, was du bei der Installation beachten musst, wie viel so ein Gerät kosten darf, denn da gibt es massive Unterschiede, wie du sie natürlich richtig einstellst, welche Temperaturen sinnvoll sind oder wie du den PV-Überschuss nutzen kannst. Außerdem viele sinnvolle Tipps, wie du wirklich das Maximum rausholen kannst und du dieses Gerät für viele weitere Dinge verwenden kannst. Der richtige Standort. Stell deine Brauchwasserwärmepumpe nicht in einen isolierten, beheizten Raum. Die Wärmepumpe entzieht dem Raum Wärme. Und angenommen, dein Raum verliert 2 bis 3 Grad Temperatur, muss eine andere Heizung genau diese Energie wieder nachliefern. Also ihr seht, das macht nicht so wirklich Sinn. Das Gerät steht bei mir in einem alten Gewölbekeller, der ist nicht isoliert, der ist nicht beheizt und der steht 3 Meter unter dem Boden. Ich habe dort selbst im Winter permanent 13 bis 14 Grad. Wenn die Wärmepumpe läuft, dann entzieht sie diesem Raum die Wärme. Wenn sie fertig geladen hat, dann wird gratis durch das Erdreich dieser Raum wieder erwärmt. Also ich nutze die kostenlose Energie vom Boden, die mir den Raum wieder aufwärmt. Zu beachten gibt es auch, der Raum darf natürlich nicht zu klein sein, denn die Wärmepumpe bekommt immer kältere Luft und dann gibt es einen Kreislauf bis zu einem thermischen Kurzschluss. Letztes Jahr war ich bei einem Kunden wegen etwas ganz anderem und dann habe ich diese Brauchwasserwärmepumpe gesehen. Er hatte eine sehr niedrige Kellerdecke und dazwischen nur etwa 10 cm Platz. Und der hat einen kompletten thermischen Kurzschluss verursacht. Also die Wärmepumpe hat eigentlich die kalte Luft direkt wieder eingesaugt. Das zerstört komplett die Effizienz. Ich habe ihm dann einfach ein Brett dazwischen geschoben, damit Ein- und Auslass sauber getrennt ist. Er hat mir nachher berichtet, früher hat die Wärmepumpe etwa 6 Stunden geladen, jetzt nur noch 4 Stunden. Also ihr seht, mit so einem kleinen Detail 30% effektiver. Jetzt ein riesen Vorteil, der fast niemand auf dem Schirm hat. Diese Geräte sind extrem starke Luftentfeuchter. Ich habe vor 15 Jahren eigentlich gar keine Wärmepumpe gesucht. Ich wollte meinen feuchten Gewölbekeller nutzen. Denn ich hatte da permanent irgendwo 90% Luftfeuchtigkeit, je nachdem, ob es geregnet hat oder nicht. Und ich konnte absolut nichts reinstellen, weil es angefangen hat zu schimmeln. Dann bin ich auf diese Brauchwasserwärmepumpe gestoßen. Die entfeuchtet mir den Keller. Ich kann den endlich nutzen und nebenbei macht sie mir noch das Brauchwasser und zwar 3 bis 4 Mal günstiger als mit einem normalen Elektroboiler. Jetzt kommt gleich ein Punkt, den ihr beachten müsst. Wenn die Wärmepumpe läuft, produziert ihr ziemlich viel Kondenswasser. Das müsst ihr natürlich auch wieder ableiten. Ich habe hier eine kleine Hebeanlage installiert, die pumpt mir durch dieses dünne Rohr das Wasser hoch in die Kanalisation. Jetzt gleich noch ein Gratis-Tipp, wenn ihr das Teil installiert. Installiert keine Chromstahlrohre, die unflexibel sind und nicht beweglich, denn meine erste Wärmepumpe ging nach 10 Jahren kaputt. Ich habe das natürlich alles schön gepresst mit Chromstahlrohren. Ja, die Anschlüsse von der neuen Wärmepumpe waren natürlich nicht am gleichen Ort, also habe ich hier gleich solche Kunststoffrohre montiert, denn wenn die wieder mal kaputt geht, dann kann ich die flexibel neu installieren und muss nicht komplett die ganze Installation abändern. Übrigens, die erste Wärmepumpe, die hat 10 Jahre gehalten, dann war der Verdichter kaputt, aber ich habe das Teil natürlich nicht weggeworfen. Das erfüllt jetzt einen anderen Zweck. Den Lüfter habe ich ausgebaut und im zweiten Haus lüftet der mir vollautomatisiert den Keller durch, über Shelly gesteuert, habe ich auch schon viele Videos gemacht. Und aus dem Tank werde ich auch noch etwas machen, denn der hat einen super schönen Wärmetauscher drin. Gut, der nächste Punkt. Ich benutze dieses Gerät auch als Klimaanlage.
Im Winter läuft sie ganz normal im Umluftbetrieb. Weil ich habe ja permanent 13 bis 14 Grad, das ist super geil für die Wärmepumpe. Wenn ich einen Schlauch nach draußen legen würde, 0 Grad ansaugen, dann läuft das Ding nicht mehr wirklich effizient. Aber im Sommer drehe ich das Ganze um. Ich sauge die Luft von draußen an. Die Wärmepumpe ist extrem effektiv. Und jetzt mache ich es so. Ich lasse die Fenster offen, ich lasse die Türen offen und im obersten Stock habe ich im Badzimmer permanent das Fenster gekippt. Jetzt bläst es mir die kalte Luft durchs ganze Gebäude durch und ich habe angenehm kühl. Ihr müsst natürlich hier eins beachten. Wenn ihr von draußen Luft ansaugt, dann muss die Luft auch irgendwo wieder raus. Sonst habt ihr einen riesen Überdruck. Deshalb habe ich im zweiten Kellerfenster auch eine Klappe montiert. Denn wenn irgendjemand mal die Türe zumachen würde, dann kann der Überdruck hier raus. Also das mit der Gratis-Klimaanlage, das ist wirklich sehr geil. Was ihr auch beachten müsst, wenn 30 Grad Außenluft auf 19 Grad kalte Kellerwand trifft, kann Kondenswasser an den Wänden entstehen. Bei mir habe ich keine Probleme damit, da funktioniert das wunderbar, aber dies einfach zur Info. Was ihr natürlich auch machen könnt, ihr könnt die Abwärme von anderen Räumen nutzen. Wenn ihr jetzt zum Beispiel hier eine Ölheizung drin habt oder einen Wäschetrockner, könnt ihr die Luft so hier ansaugen und gleichzeitig habt ihr auch das Raumvolumen vergrößert, falls ihr einen zu kleinen Raum habt. Solche Sachen machen auch Sinn. Nun kommen wir zu den Einstellungen. Nutze das interne Zeitprogramm der Wärmepumpe. Wenn du zum Beispiel einen günstigen Nachttarif hast, dann lass die Wärmepumpe in der Nacht laufen. Wenn du ein Balkonkraftwerk hast oder eine PV-Anlage, dann natürlich am Tag. Ich schaue schnell in mein Shelly-App, denn ich habe alles extern gesteuert. Die Wärmepumpe braucht im Moment 330 Watt. Wenn ich das nun multipliziere mit einem aktuellen COP von ungefähr 3,5, ergibt das etwa 1,2 Kilowatt Wärmeenergie. Und wenn ich jetzt schnell nachschaue, was mein Balkonkraftwerk macht. Wir haben morgens um 10 und der liefert hier bereits 1 Kilowatt. Also ich könnte mit diesem Balkonkraftwerk 3 solcher Wärmepumpen betreiben. Also ihr seht, wie wenig Strom diese Wärmepumpe braucht. Kommen wir zu der Wassertemperatur. Die Grundregel ist, je wärmer ihr hier einstellt, desto weniger effizient ist die Wärmepumpe. Ich habe bisher immer ungefähr 48 Grad eingestellt. Wobei, da müsst ihr aufpassen, messt mal oben am Wasserhahn die Temperatur. Denn wenn mein Boiler unten 40 Grad anzeigt, habe ich oben etwa 48 Grad. Das kommt immer ein bisschen drauf an, wo der Temperatursensor verbaut ist. Wir sind ein 4-Personen-Haushalt, der Tank hat 270 Liter. Das hat bei uns immer so ziemlich gut funktioniert. Aber das müsst ihr halt selber herausfinden, wie groß euer Warmwasserbedarf ist. Dann haben diese Wärmepumpen auch noch einen Heizstab drin. Schade ist einfach, ihr könnt meistens nur einstellen, entweder Wärmepumpe oder Wärmepumpe mit Heizstab zusammen. Ich habe bisher immer nur über die Wärmepumpe das Brauchwasser gemacht. Jetzt mit der PV-Anlage sieht alles komplett anders aus. Ich steuere das auch komplett extern, denn jetzt kann ich auch einfach nur den Heizstab einschalten. Ich mache ab Übergangszeit ganzen Sommer durch das Brauchwasser nur mit dem Heizstab, um die Wärmepumpe zu schonen. Jetzt gibt es auch noch einen Punkt, den man beachten muss. Je heißer das Wasser, desto mehr Kalk entsteht. Die Wärmepumpen haben so eine Opferanode drin, die sich dann mit der Zeit abnutzt. Also irgendwann müsst ihr die auch ersetzen. Nächster Punkt, Legionellen. Meine Wärmepumpe macht automatisch alle 2 Wochen das Heißwasser auf 65 Grad, um die Legionellen abzutöten. Da schaltet sie den Heizstab zusätzlich ein. Ich habe bei mir diese Funktion ausgeschaltet, und zwar aus diesem Grund: wir verbrauchen das Wasser. Das wird täglich komplett geleert. Das Problem entsteht eigentlich, wenn ihr einen großen Tank habt und wenig Wasser bezieht. Stehendes Wasser, dann können Legionellen entstehen. Aber das muss man auch im Hinterkopf haben und das beobachten. So, jetzt sage ich euch, was der absolut größte Killer ist, und zwar die Zirkulationspumpe. Ich habe vor 15 Jahren selbst eine eingebaut, habe sie nach 2 Wochen wieder rausgeschmissen.
Eine Zirkulationspumpe sorgt dafür, dass in gewissen Abständen heißes Wasser durch die Leitungen gepumpt wird, damit du sofort warmes Wasser hast, wenn du den Wasserhahn öffnest. Klingt gut, ist aber ein Problem. Bei mir hat es teilweise fast eine halbe Boilerladung leer gezogen, obwohl niemand Wasser gebraucht hat. Also das ist ein Riesenkiller. Ich warte lieber 20 Sekunden, bis das heiße Wasser da ist, denn Wasser kostet bei uns praktisch nichts. Der nächste Punkt sind die Verluste im Tank selber. Diese Brauchwasserwärmepumpen sind meistens sehr schlecht isoliert. Also die verlieren zum Teil in der Nacht 4 bis 5 Grad. Aber da könnte man Steinwolle um den Tank legen, um das ein bisschen einzudämmen. Aber eben wie gesagt, diese Verluste interessieren mich sowieso nicht mehr, seit ich mir selber die große Solaranlage gebaut habe. Ich habe so viel Strom, das ist mir relativ egal. Was ich auch noch sagen will, ich bin kein Fan davon, Heizungswasser und Trinkwasser oder Brauchwasser in einem System zu machen. Denn kombinierte Anlagen sind viel komplexer und es ist eine Frage der Zeit, bis irgendwas mal kaputt geht. Also ich habe da sehr gern getrennte Systeme, das macht mir das Brauchwasser und das macht mir das Heizungswasser. Aber das ist meine persönliche Meinung. Jetzt noch Klartext zu den Preisen. Meine erste Wärmepumpe habe ich in China gekauft, habe ich umgerechnet etwa 1800 € dafür bezahlt. Die hat 10 Jahre gehalten. Die zweite, die habe ich günstig bekommen für 1400 €, weil sie im Tank eine Beule hatte. Gut, aber was ist nun der Unterschied zu diesen Geräten, die 3000 € aufwärts kosten? Ich sage es euch, meistens bezahlt ihr den Namen. Die Komponenten sind ziemlich die gleichen drin, kommen meistens sogar aus der gleichen Fabrik. Klar, es gibt solche, die sind ein bisschen effizienter, haben ein bisschen einen besseren COP oder können vielleicht auch noch modulieren. Aber was interessiert mich das? Die Geräte brauchen so wenig Strom, ob ich jetzt da noch 5 € mehr spare im Jahr, das interessiert mich echt nicht. Schlussendlich muss es wirtschaftlich sein und wegen ein paar Prozenten bezahle ich nicht 1000 oder 2000 € mehr dafür. Jetzt kommt noch ein Punkt, der bei mir alles verändert hat, und zwar die Steuerung. Ich steuere meine komplette Brauchwasserwärmepumpe extern über Shelly. Somit kann ich den PV-Überschuss nutzen und Wärmepumpe und Heizstab separat ansteuern. Installationsaufwand ca. 15 Minuten, Materialkosten ca. 30 bis 35 €. Du kannst das Ganze natürlich auch über die SG Ready Kontakte lösen. Ich bin gerade dabei, dieses Video zu schneiden, kommt ungefähr in 3 Tagen raus. Da zeige ich dir genau, wie das funktioniert. Aber in der Zwischenzeit, wenn du eine PV-Anlage hast, dann musst du unbedingt dieses Video schauen. Denn da zeige ich dir etwas, was komplett eskaliert ist. Ich habe bei mir 5 Geräte intelligent angesteuert und ein paar Veränderungen vorgenommen. Und somit meinen Netzbezug von ca. 70 Kilowattstunden pro Tag auf beinahe 0 runtergebracht. Und das ist jetzt kein blödes YouTube-Gelaber oder irgendwelche Theorie, das habe ich wirklich so umgesetzt und es funktioniert. Ich war selbst schockiert, wie viel Energie man einsparen kann mit ein paar kleinen Veränderungen. Also ganz wichtig, schau dir zuerst dieses Video an, dann verstehst du, was wirklich möglich ist. Und in 3 Tagen zeige ich dir dann, wie du genau das auf deine Brauchwasserwärmepumpe umsetzen kannst. Jetzt sage ich dir, was noch komplett gratis ist. Wenn du mir einen Daumen hoch gibst, dann unterstützt du meinen Kanal damit. Wenn dich solche Themen interessieren, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren. Deine Fragen oder deine Erfahrungen bitte in die Kommentare schreiben. Ich lese alles durch und gebe auch Antwort. Also Daumen hoch nicht vergessen, unbedingt dieses Video schauen und danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.